Ich würde mich selbst als Musikwissenschaftler bezeichnen, habe aber immer ein bisschen Mühe mit diesen Abgrenzungen in Musiksoziologe, Musikwissenschaftler, Musikethnologe. Mich interessiert das Phänomen Musik als solches und ich untersuche das. Dieser Raum hier ist mein Arbeitsplatz und der ist für mich wichtig, weil er verkörpert zum einen das Norient-Netzwerk, was ein virtuelles internationales Netzwerk ist aus Künstlerinnen, Forscher und Journalisten. Und er verkörpert auch die Verbindung von Wissenschaft und Journalismus, die für mich ganz wichtig ist. Denn über journalistische kleine Texte, die ich während der Forschung publiziere, kann ich immer direkt meinen Interviewpartnern und Partnerinnen etwas zurückgeben. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit Sampling in experimenteller elektronischer Popmusik. Unter Sampling verstehen wir die Verwendung von bereits existierendem Tonmaterial und deren Bearbeitung in neuen Tracks. Was mich daran interessiert, ist spezifisch, warum, was und mit welchen Folgen gesampelt wird, welche ethischen Überlegungen stehen dahinter, auch welche Positionen, Haltungen und welche Bedeutungen stehen hinter der Verwendung von Audiomaterial in neuen Tracks. Dieses Beispiel ist ein Track einer amerikanischen und armenischen Produzentin. Sie surft auf YouTube, sucht nach armenischen Sounds, die sie an ihre Kindheit erinnern und macht daraus neue Tracks. Ich habe auf Skype mit ihr über diesen Track gesprochen und dabei besonders interessant fand ich, dass sie mir erzählt hat, dass in Armenien traditionellerweise nur Männer Keyboard spielen und sie hier als Frau diesen Sound nimmt, diesen männlichen Sound, wie sie ihn bezeichnet. Und schlussendlich ist dieser Track mit diesem Sample ein Kommentar auf eine Geschlechterzuteilung, wie sie in der armenischen traditionellen Musik besteht. Meine Forschung geschieht zum Anfang in der ersten Phase vor allem über das Internet, über E-Mail-Interviews, über Skype-Interviews. Und dann gibt es einen bestimmten Punkt, wo das nicht mehr reicht, wo ich die Leute treffen muss, um weiterzukommen. Man hat immer einen Standpunkt, gerade in der ethnologischen Forschung. Man muss zeigen, wie dieser Standpunkt die eigene Forschung auch beeinflusst. Aber zu sagen, eine Forschung wäre neutral, ist nicht wahr. In Popmusik oder in dieser experimentellen Popmusik, die ich untersuche, erfahren wir 3 Dinge über die Gesellschaft. Wir erfahren erstens, welche Themen Musiker und Musikerinnen auf dieser Welt beschäftigen. Musik als Seismograph der Zeit sozusagen. Musik ist aber auch ein Kommunikationskanal. Wir wollen wissen, was Musiker und Musikerinnen mit ihren Stücken kommunizieren wollen oder oft auch nur implizit kommunizieren. Und das Dritte ist Musik als Medium. Über diese Musik erfahren wir auch viel über den Umgang unserer Gesellschaft mit Medien und Technologie.